Alle Menschen in diesem Flugzeug sterben. Nur einer überlebt. Und das Unfassbare ist, bis heute kann niemand wirklich erklären, warum ausgerechnet er. Es beginnt wie jeder andere Flug. Ein ruhiger Start, das gleichmäßige Beschleunigen auf der Startbahn, dann das Abheben. Die Welt unter ihnen wird kleiner. Straßen werden zu dünnen Linien, Häuser zu kleinen Punkten. Für einen Moment wirkt alles ruhig, fast friedlich. Genau so, wie es immer ist. In der Kabine herrscht eine ganz normale Stimmung. Menschen lehnen sich zurück, einige lesen, andere schauen aus dem Fenster oder auf ihre Bildschirme. Leises Murmeln, gedämpftes Lachen, das monotone Geräusch der Triebwerke im Hintergrund. Nichts deutet darauf hin, dass sich in wenigen Minuten alles verändern wird. Auch er sitzt einfach auf seinem Platz, angeschnallt, ruhig. Ein ganz normaler Passagier unter vielen. Er denkt an nichts Besonderes, vielleicht an zu Hause, vielleicht an das, was ihn nach der Landung erwartet. Doch genau in solchen Momenten passiert das, womit niemand rechnet. Zuerst ist es nur ein kleines Detail, ein Geräusch, so leise, dass man es fast überhören könnte. Ein unregelmäßiges Vibrieren, das nicht in dieses gleichmäßige Summen der Triebwerke passt. Einige Passagiere schauen kurz auf, verunsichert, aber niemand sagt etwas, vielleicht Einbildung. Doch dann kommt ein zweites Geräusch, lauter, härter, und plötzlich verändert sich die Atmosphäre. Man kann es nicht sehen, aber man kann es fühlen. Die Sicherheit, die eben noch selbstverständlich war, beginnt zu bröckeln. Das Anschnallzeichen leuchtet auf. Ein kurzes, kaltes Signal. Eine Durchsage beginnt, doch die Stimme klingt angespannt, unsicher. Und dann bricht sie einfach ab. Jetzt ist es keine Einbildung mehr. Jetzt ist es Angst. Menschen schauen sich an. Einige greifen nach den Armlehnen. Ein Kind beginnt zu weinen. Das Flugzeug beginnt stärker zu vibrieren. Nicht mehr sanft, sondern unruhig, fast aggressiv. Dann ein Ruck. Ein harter Schlag geht durch die gesamte Kabine. Schreie. Das Flugzeug verliert plötzlich an Stabilität. Es kippt leicht. Gegenstände lösen sich, rutschen, fallen. Die Kontrolle scheint zu entgleiten. Und dann passiert es. Ein Moment, der alles verändert. Ein ohrenbetäubender Knall zerreißt die Luft. Metall verbiegt sich mit einem Geräusch, das man nie wieder vergisst. Als würde etwas auseinanderbrechen, das niemals hätte brechen dürfen. Die Kabine wird zum Chaos. Sitze reißen aus ihrer Verankerung. Gepäckstücke fliegen durch die Luft. Menschen werden gegen Wände geschleudert. Und mittendrin er. Er versteht nicht, was passiert. Sein Körper reagiert schneller als sein Verstand. Er wird herumgerissen, sein Blick verschwimmt. Geräusche vermischen sich zu einem einzigen, ohrenbetäubenden Rauschen. Dann Dunkelheit. Für einen Moment existiert nichts mehr. Keine Geräusche, keine Bewegung, keine Zeit. Und dann kommt er zurück. Langsam öffnet er die Augen. Stille. Eine unnatürliche, bedrückende Stille. Keine Triebwerke, keine Stimmen, kein Leben. Nur ein leises Knistern irgendwo in der Ferne. Er atmet. Schnell, flach, ungläubig. Er lebt. Doch als er sich umsieht, wird ihm klar, was das bedeutet. Überall um ihn herum liegen Trümmer, zerbrochenes Metall, verformte Sitzreihen. Der Ort, der vor wenigen Minuten noch voller Menschen war, ist jetzt still. Unheimlich still. Er versucht sich zu bewegen. Schmerz durchzieht seinen Körper. Seine Hände zittern. Aber er kann sich bewegen. Er lebt. Und dann trifft ihn die Realität mit voller Wucht. Da ist niemand. Keine Stimmen. Keine Hilfe. Keine anderen Überlebenden. Nur er. Der einzige Mensch, der aus diesem Flugzeug noch am Leben ist. Stunden später wird er gefunden. Rettungskräfte arbeiten sich durch die Trümmer, suchen verzweifelt nach Leben und finden ihn. Verletzt, unter Schock, aber lebendig. Für die Welt ist er ein Wunder. Die Schlagzeilen sprechen von einem unglaublichen Überlebenden. Von einem Mann, der dem Tod entkommen ist. Doch für ihn fühlt es sich nicht wie ein Wunder an. Denn mit dem Überleben kommt eine Frage, die ihn nie wieder loslässt.
Warum? Warum er? Warum genau dieser Sitz? Warum genau dieser Moment? Warum genau er und niemand sonst? Er erinnert sich an Fragmente, an Sekunden, an Geräusche, doch das Entscheidende fehlt. Es gibt keine klare Antwort. Experten analysieren den Absturz. Sie untersuchen jedes Detail, berechnen Winkel, Kräfte und Wahrscheinlichkeiten. Und sie finden Erklärungen. Aber keine davon beantwortet die wichtigste Frage. Denn am Ende bleibt nur eine Wahrheit. Ein winziger Unterschied entscheidet über Leben und Tod. Und während die Welt ihn als den Mann sieht, der überlebt hat, lebt er jeden Tag mit der Erinnerung an die, die es nicht geschafft haben. Was denkst du? War es reiner Zufall oder gibt es Dinge, die wir einfach nicht begreifen können?